Hallo liebe Häkelfreunde, dieser wunderschöne Poncho ist eine tolle Variante des Ponchos Aquamarin und er ist sehr einfach nachzuarbeiten. Die feminine Schnittführung macht eine tolle Figur und der Poncho kann mit beliebiger Wolle und Nadelstärke gehäkelt werden, weil die Maschenzahl sehr einfach angepasst werden kann. Die Länge könnt ihr ebenfalls nach eigenem Geschmack variieren. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Beachtet bitte unbedingt die Materialseite sowie weitere schriftliche Hinweise, bevor ich mit dem Häkeln beginne, damit euch keine wichtigen Informationen entgehen. Bitte habt Verständnis dafür, dass jegliche Änderungen des Designs, des Musters sowie der Machart in Eigenregie umzusetzen und daraus entstehende Probleme selbst zu lösen sind. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Dieses Projekt kann mit jeder beliebigen Wolle gehäkelt werden, weil die Maschenzahl sehr einfach angepasst werden kann. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Achtung, der Verbrauch kann bei Verwendung völlig unterschiedlicher Materialien nicht mehr ausreichend präzise vorhergesagt werden. Ich halte mich an folgende Faustregel, wenn von oben nach unten gehäkelt wird. Die Anfangskette muss locker über den Kopf passen, im Zweifel besser zu groß als zu klein. Der Ausschnitt kann am Ende, wenn nötig, durch Abnahmen oder eine dünnere Häkelnadel verkleinert werden. Er kann aber nicht vergrößert werden. Der Poncho wird von oben nach unten in einem Stück gehäkelt. Ab der zweiten Runde werden die Stäbchen ins hintere Maschenglied gearbeitet. Dadurch wird die Neigung der Maschen aufgehoben und das Teil wird völlig gerade und symmetrisch. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 3,5 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 4 mm um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, dann durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2.
in den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen zwei. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind, und ich mache die Kette ca. 65 cm lang und die Maschenzahl muss durch 4 teilbar sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette ist ca. 65 cm lang. Bei mir sind das 116 Maschen. Wichtig ist, dass die Zahl durch 4 teilbar ist. Und dann geben wir die Kette oben zusammen, sodass sie nicht verdreht ist und dass die schönen Maschen im Außenkreis sind. Und wir schließen mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Und jetzt steige ich auf eine Häkelnadel 4 mm um und ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche in dieselbe Masche, wo die Luftmasche herauskommt, eine feste Masche, noch eine Luftmasche und noch eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist unser erstes Stäbchen und das ist gleichzeitig eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Und damit haben wir unsere erste Ecke festgelegt. Diese Masche ist damit besetzt. Und jetzt nehmt ihr die Maschenzahl, die ihr angeschlagen habt, und dividiert sie durch 4. Und in die Zahl, die dabei herauskommt, steckt ihr immer einen Maschenmarkierer. An meinem Beispiel 116 dividiert durch 4 ist 29. Das bedeutet, ich stecke in jede 29. Masche einen Maschenmarkierer. Diese erste Masche ist besetzt, also ab hier zählen und die Ecken markieren. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine 4 Ecken markiert. Noch einmal zur Erklärung. Ich hatte 116 Maschen angeschlagen. Das bedeutet, zwischen den Markierungen sind 28 Maschen und der Markierer ist immer in der 29. Masche. Die Zahlen können bei euch anders sein. Wichtig ist, wir haben 4 gleiche Seiten. Und jetzt häkle ich ganz gewöhnliche Stäbchen. Ich steche hier in beide Maschenglieder ein. Einfach auf jede Masche ein Stäbchen bis zum Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zum Maschenmarkierer gehäkelt. Ich entferne den Maschenmarkierer und in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin war, häkle ich ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in dieselbe Masche noch ein Stäbchen. Das ist die nächste Ecke. Und wir häkeln bis zum nächsten Maschenmarkierer und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin an der nächsten Markierung angekommen. Ich entferne den Maschenmarkierer und in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin war, häkle ich ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Und dann häkeln wir wieder Stäbchen bis zum nächsten Markierer und dort sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Ich entferne den Maschenmarkierer. Ich häkle auch hier eine Ecke, bestehend aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen in dieselbe Masche. Und jetzt häkeln wir Stäbchen bis zum runden Ende und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig und hier fehlt uns noch eine halbe Ecke und die häkle ich in die Masche, wo schon die halbe Ecke drin ist. Und dann schließe ich die Runde mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens. So erhalten wir auch hier eine schöne Ecke und wir befinden uns automatisch in der Mitte der Ecke. Dieses halbe Stäbchen ersetzt die 2 Luftmaschen. Ganz wichtig ist, dass alle Kanten gleich viele Stäbchen haben. Das solltet ihr kontrollieren. Und die nächste Runde, die wir jetzt häkeln werden, wird dann stets wiederholt. Wir beginnen immer mit einer Luftmasche, einer festen Masche in die Lücke, noch einer Luftmasche und einer festen Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist unser Ersatzstäbchen und gleichzeitig eine halbe Ecke. Und ab jetzt häkle ich die Stäbchen nur noch ins hintere Maschenglied. Einfach ins hintere Maschenglied einstechen und ein Stäbchen häkeln. Pro Runde kommen 2 Stäbchen pro Kante hinzu. Und wir häkeln bis zur nächsten Ecke. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und wir häkeln bis zur Ecke hin und in die Ecke häkeln wir immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und dann starten wir wieder mit den Stäbchen ins hintere Maschenglied. Die anderen Ecken macht ihr genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Ganz wichtig, am Schluss der Runde müsst ihr immer noch die halbe Ecke häkeln. Das bedeutet ein Stäbchen in die Lücke. Und wir schließen immer mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Das Ganze sieht jetzt so aus und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wird nun stets wiederholt. Wenn ihr nicht sicher seid, einfach wieder zurückgehen zum Anfang der Runde und immer genau dieselbe Runde wiederholen. Im Moment liegt das noch flach auf dem Tisch, aber das ändert sich. Je größer das Teil wird, dann liegt es nicht mehr flach auf dem Tisch und das Ganze wird später so getragen. Und hier entsteht nun die Form des Poncho und wie oft ihr die Runde wiederholen müsst und wie ihr das messen müsst, das seht ihr in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück. Ich habe die gewünschte Länge für mich erreicht. Ich habe in der Spitze gemessen ca. 55 cm. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden. Und jetzt werde ich eine Seitennaht vorbereiten und die zweite machen wir dann gemeinsam. Falls ihr den Poncho auf verschiedene Arten tragen wollt, könnt ihr die Nähte auch weglassen.
Das solltet ihr nach einer Anprobe entscheiden. Willkommen zurück. Ich habe eine Seitennaht vorbereitet. Es ist nur dieses kleine Stück hier. Die schöne Seite des Poncho ist innen und wir legen den Poncho Spitze auf Spitze und hier lasse ich für mich circa 20 cm offen. Die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke und ich habe die Stäbchen gezählt, dass auf beiden Seiten der Ecke gleich viele Stäbchen sind. Und dann steche ich nach dem Maschenmarkierer durch beide Maschen durch. Ich hole den Faden durch, ich verknote den Faden. Ich steche noch einmal durch dieselben Maschen durch, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann durch dieselbe Masche eine feste Masche und dann schließe ich Stäbchen für Stäbchen circa 5 cm Naht mit festen Maschen und ich häkle über den Anfangsfaden drüber. Und dasselbe macht ihr auf beiden Seiten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Falls euer Ausschnitt zu groß ist, könnt ihr den Kragen mit einer dünneren Häkelnadel machen. Falls nötig, könnt ihr zusätzlich in der ersten Runde in regelmäßigen Abständen 2 zusammen abgemaschte Stäbchen häkeln. Diese 2 zusammen abgemaschten Stäbchen sind in der zweiten Runde als ein Stäbchen zu betrachten. Das bedeutet, ihr müsst dann die Reliefstäbchen um beide Stäbchen häkeln. Willkommen zurück. Ich habe beide Nähte geschlossen auf beiden Seiten und den Poncho wieder auf die schöne Seite umgedreht. Und jetzt machen wir den Kragen. Ich beginne an einer Seite, an der Schulter. Hier steche ich ein und ich steche hier tief ein. Ich nehme nicht nur den obersten Faden. Ich hole den Faden durch. Ich verknote den Faden. Ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche, dann eine feste Masche und ich häkle das Ersatzstäbchen zu Ende. Und dann häkle ich in jede vorhandene Einstichstelle ein Stäbchen und wir achten darauf, dass wir insgesamt eine gerade Anzahl Stäbchen erhalten. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen. Falls ihr eine ungerade Anzahl habt, könnt ihr hier noch ein Stäbchen zusätzlich häkeln. Und wir schließen mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und ab jetzt beginnt jede Runde mit 2 Luftmaschen. Damit ist das Ersatzstäbchen besetzt und wir häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten, bis wir wieder hier bei diesen 2 Luftmaschen ankommen.
und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier seht ihr die 2 Luftmaschen vom Beginn der Runde. Jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann schließen wir in die 2. Luftmasche zur Runde. Und wie gesagt, wir beginnen immer mit 2 Luftmaschen und dann häkeln wir abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten und jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die 2. Luftmasche und ich mache den Bund circa 5 bis 6 cm hoch und wenn ihr das gemacht habt, ist unser wunderschöner Poncho fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.